Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in diesem dritten Teil der Präsentation über die Bedeutung Israels in der Bibel geht es darum, über den Weg Israels von Ägypten bis Kanaan. So vertraut uns auf der einen Seite diese Bilder sind, so wenig wissen wir über die eigentliche Bedeutung nach dem alten jüdischen Wissen. Diese Bilder kommen ja schließlich auch aus der jüdischen Tradition. In dieser Präsentation erfahren Sie auf der einen Seite, Israel sehnt sich Ägypten zu verlassen. Was ist die Bedeutung von Ägypten? Das Durchqueren des Wassers. Was ist die Bedeutung dieses Bildes? Und wofür steht die Wüste? In der Wüste gibt es Murren und Verfehlungen. Wofür steht der Wassermangel in der Wüste? Wofür steht das Bild dieses Manna? Und wie kommt es zum goldenen Kalb? Und schlussendlich auf dem Weg nach Kanaan werden die kanaanitischen Völker eben bekriegt. Wofür stehen die Kanaaniter? Wofür stehen die Amalekiter, die Amoriter, die Midianiter und die Moabiter? Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, hier in dieser Präsentation geht es um die Bedeutung Israels in der Bibel und nun im dritten Teil um den Weg Israels von Ägypten bis Kanaan. Ich möchte jetzt zur Erinnerung einige dieser kardinalen Punkte nennen, um die es hier jetzt gehen wird. Und zwar, Israel lebt in der Knechtschaft in Ägypten. Und diese Knechtschaft, die eben 400 Jahre oder 486 Jahre dauert, bis der Auszug aus Ägypten folgt. Auf diesem Weg zum Auszug kennen Sie alle diese 10 ägyptischen Plagen, die eben Pharao letztlich durchleidet und sie auch bis zum Schluss eigentlich dann doch nicht gehen lässt, denn er jagt auch zum Schluss, nachdem sie schon ausgezogen sind, den Ägyptern nach. Letzte Plage, die hat zur Folge, dass eben alle Erstgeborenen sterben. Nur eben soweit zur Erinnerung. In weiterer Folge sehen wir, wie eben Israel mit Gottes Hilfe durch die Führung Moses aus Ägypten kommt, dann dieses Teilen des Meeres, wie schon in verschiedenen Hollywood-Filmen sehr einschlägig vermittelt wird. Dann der Weg durch die Wüste, die 10 Gebote, die am Berg Sinai Moses erhält, bis zu Kanaan. Das ist das, was wir uns jetzt dann punktuell in ein paar speziellen Themen genauer anschauen. Und mir geht es im Wesentlichen auch darum, dass die Versachlichung, die Objektivierung verhindert, unsere letztlich auch diese Historifizierung dieser Ereignisse oder diese Objektivierung, indem wir diese Ereignisse und die Personen außerhalb suchen und außerhalb versuchen zu verstehen. Diese Betrachtung, das verhindert letztlich das Wort Gottes in uns selbst erleben zu können. Wir sollen uns vergegenwärtigen, es geht hier letztlich in dieser Art der Beschreibung Zeitlichkeit, in diese historische Begrifflichkeit und Objektivierung und außerhalb von uns, das sind alles Begriffe des Baumes der Erkenntnis. Die Heiligen Schriften sind aber geschrieben in der Sprache des Baumes des Lebens und so sollen wir sie auch interpretieren lernen. Wie können wir diese Themen dann nach dem alten jüdischen Wissen verstehen? Ägypten steht für die Knechtschaft in der Zweiheit. Das heißt, dieses Nehmen vom Baum der Erkenntnis zwingt uns in diese dualistische Betrachtung des Entweder-Oder. Nach dem alten jüdischen Wissen gibt es dieses Entweder und oder, also es ist eine Art von Paradoxie, die uns die Logik des Verstandes nicht jetzt dazu lässt. Das Wasser, ich habe schon in anderen
Präsentationen darauf hingewiesen, nach dem alten jüdischen Wissen ist eine Entsprechung für die Zeit und demzufolge ist auch die Sinnflut nicht das, was wir jetzt da langläufig damit in Verbindung bringen, sondern es ist das Untergehen in der Zeit. Also sind wir gefangen in dieser Zweiheit, nehmen wir vom Baum der Erkenntnis, orientieren wir uns nach diesen weltlichen Zielen der Vielheit, so haben schon wir alle in unserem Leben erfahren, was es heißt, in der Zeit unterzugehen. Also das heißt, wenn wir eigentlich gejagt sind durch Ereignisse und durch Termine und Zeiten, die wir letztlich nicht unter Kontrolle haben. Mose und Noah haben etwas gemeinsam auch. Sie werden durch diese Theba, wie es im Hebräischen heißt, bei Noah wird das mit Arche übersetzt, bei Mose ist es der Korb, in den er gelegt wird. Sie werden dadurch ihm gerettet. Mose wird in den Fluss, in den Nil gelegt und Noah übersteht damit seine Familie eben diese Sintflut. Dieses Wort oder Theba, dieser hebräische Begriff, bedeutet auch das Wort. Es geht hier darum, dass wir durch das Wort Gottes getragen werden in puncto Sinnflut. Also das heißt, dieses Wort trägt uns über die Zeit und durch die Zeit und garantiert, dass wir eben nicht untergehen, vorausgesetzt, dass wir eben dieses Wort auch in diesem Sinne verstehen. Mose ermöglicht es durch Gott letztlich, diese Barriere zu durchqueren, also dieses Durchziehen durch dieses Meer. Die nachjagenden Ägypter ertrinken. Noch einmal zur Wiederholung, diese 40 Jahre, die durch die Wüste gezogen wird, das ist eben keine Zeit, die wir irgendwo historisch festmachen können. Es ist die Aussage, es ist eine Entsprechung unseres Weges des Lebens, also die Zeit unseres Lebens, solange wir in der Zeit leben, also bis auf diese Momente, wo wir aus dieser Zeit die Zeit eben durchbrechen können. Also das sind die Momente, wo wir eine Wahrnehmung von dieser Ewigkeit haben. Der normale Lebensweg ist eben eine Entsprechung für diese 40 Jahre. Hier sehen Sie auch neben der 40 noch dieses hebräische Zeichen, die Mem. Es bedeutet Wasser und wie schon darauf hingewiesen, nach dem alten Wissen ist es eben die Zeit. Weiters, das Wort Wüste aus dem Hebräischen bedeutet auch das Gespräch mit Gott. Also dieser Weg durch die Wüste ist letztlich für uns ein Gespräch mit Gott. Was erleben wir da in der Wüste? Es ist ihm wohl bekannt, dass es hier dieses Murren und diese Verfehlungen gibt. Zur Erinnerung, auf was wir kurz eingehen wollen, ist, wir lesen hier dann im Alten Testament, in den 5 Büchern Moses und hier im Exodus, im 2. Buch, über den Wassermangel, dann das bittere Wasser, dann über den Hunger und Manna, sowie diese Klagen, dass die Israeliten eben leider diese Fleischtöpfe Ägyptens verlassen haben. Und dann erfahren wir auch von diesem goldenen Kalb. Auf das gehen wir dann noch genauer ein. Und letztlich geht es dann um das Land der Kanaaniter und das dort Riesenleben. Auf das haben wir schon im 2. Teil der Präsentation auch hingewiesen, aber auch das schauen wir uns noch genauer an. Nach dem alten jüdischen Wissen, also das heißt dieses Murren und diese Verfehlungen, kommt eben von dieser Seite, dieser 12 Stämme, die für diese Leibseele, diese Nefesh stehen. Also diese Leibseele, also diese körperorientierte Seite, die murrt gegen diese Situationen. Und hier, was mit Wassermangel in Verbindung gebracht wird, ist eben ein Mangel an Zeit, aber nicht die Zeit, die uns im Leben in Stress versetzt, wenn wir die Produktivität, die wir uns vorstellen oder der wir unterliegen, eben nicht erreichen, sondern das ist der Mangel an Zeit, um uns mit den wirklichen Themen des Lebens zu beschäftigen.
also mit dem Sinn des Lebens und den Aufgaben, die wir eigentlich hätten, die jetzt dann nicht primär durch die Produktivität der Gesellschaft und unsere Ziele der Firmen und so weiter definiert werden. Das Bittere der Zeit, das wir dann eben auch erfahren, wird ihm interessanterweise in diesen Erzählungen durch ein Stück Holz, das in das Wasser gelegt wird, auf Anweisung, eben Mose bekommt diese Anweisung, das zu tun, süß. Und dann lesen wir auch in diesem Vers, dass Gott ihm sagt, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Also das jetzt nur, um diesen globalen Kontext dieser Stelle ein wenig im Auge zu behalten. Nur es geht mir um diesen Hinweis, dieses Holz, also wenn wir vom Baum des Lebens und auch vom Baum der Erkenntnis sprechen, aber in diesem Falle hilft ihm nach Anleitung Gottes, indem ein Stück Holz in das Wasser gelegt wird, und hier wird eben für dieses Holz ist das gleiche Wort, wie eben für Baum verwendet wird. Also nach dem alten jüdischen Wissen wird eben ein Stück des Baumes des Lebens in das Wasser gelegt und macht das Wasser dann süß oder genießbar. Der Hunger, der in der Wüste die Israeliten treibt, ist eben nicht dieser Hunger, den wir natürlich logischerweise hier argumentieren würden, so wie auch der Wassermangel nicht jetzt der Durst des Körpers ist, sondern der Hunger ist eben ein Hunger nach Begegnungen. Also wir können natürlich ein Leben lang leben in unserer eigenen Blase, eigenen Welt und so weiter, aber es geht im Leben, dass wir Begegnungen haben. Und es geht bei den Begegnungen darum zu erfahren, dass die ganze Schöpfung, alles in dieser Welt mit uns spricht und wir Begegnungen mit Menschen und mit allen anderen Ereignissen in der Welt auch kennenlernen sollen. Und hier tritt dann dieses Manna auf, das ist eben eine Übersetzung dieses Wortes aus dem hebräischen Menhu, und das bedeutet, was ist das? Also diese Erfahrungen und diese Begegnungen, da stellt sich für uns auch immer die Frage, was ist das? Diese Begegnungen sind Brot aus dem Himmel. Dieses Menhu, dieses mit Manna übersetzte, ist wie Tau, das dann die Israeliten finden vor ihren Zelten, und sie können diesen Tau einsammeln, aber nicht horten oder lagern. Sie können das nur für einen Tag sammeln und am 6. Tag doppelt, weil der 7. Tag der Tag ist, an dem Gott ruhte und auch wir eben uns verlassen können, dass das, was hier ist, schon erledigt und gut ist. Also die Schöpfung schon so, wie sie ist, nichts mehr dazu getan werden muss. Nun, im alten jüdischen Wissen wird auch gesagt, dass dieser Geschmack, dieses Manna, das ist, was man sich selbst wünscht. Also das heißt, was man da in den Mund nimmt, hat diesen Geschmack, den man sich wünscht. Und so gesehen ist es auch ein Schaffen von Realitäten dem Wunsch nach. Also wir erschaffen letztlich nach unseren Wünschen unsere Realitäten. Und diese Sache mit dem 6. Tag, also wie schon im ersten Video darauf hingewiesen, wo eben diese Schöpfungsberichte erklärt werden, und vom 1. bis zum 6. Tag, das befindet sich eben jenseitig unserer zeitlichen Kategorien. Wir leben jetzt im 7. Tag, wo eben diese Zeit, die wir kennen, diese Rolle spielen, aber am 6. Tag, also das heißt, in dieser jenseitigen Qualität wurde das schon für uns gesammelt, so wie eben diese Schöpfung auch schon vollständig ist. Wir müssen es nur empfangen, zulassen, es zu empfangen. Noch Fußnote am Rande, also bevor dieses Manna gegeben wird, am Tag davor werden auch Wachteln zur Nahrung geschickt. Und diese
Nahrung, das sind eben die Vögel des Himmels und die werden im 5. Schöpfungstag geschaffen. Ein großes Ereignis dieser Wüstenwanderung ist, Israel lagert am Berg Sinai und Moses macht sich auf den Weg auf den Berg Sinai, um diese 10 Gebote zu erhalten. Und wie sollen oder können wir das verstehen? Moses steht eben nach dem alten jüdischen Wissen für die Seele und für die Neshma und diese Seele der Gottgleichheit. Und die im Lager Verbleibenden sind eben diese Nefesh-Vertretungen, diese Leibseelen. Und Moses begibt sich eben auf den Weg und umso weiter er sich sozusagen vom Lager entfernt, umso näher er dem Ziel kommt, Gott sich zu nähern, um diese 10 Gebote zu erhalten, umso mehr verschwindet er aus der Erinnerung, aus der Wahrnehmung dieses verbliebenen Volkes. Also das heißt, das ist wie wenn die seelische Führung Schritt für Schritt den Berg immer höher steigt, Schritt für Schritt eben immer weniger wird im Lager. Und das führt ihm dazu, dass er dann lange weg ist und sich im Lager Unruhe breit macht. Und in dieser Situation, dieser Unruhe, dieser sozusagen seelenlosen Führung dieser Eliten, das ist die Angriffsfläche, wo eben dann der Gegenspieler Satan eindringen kann in dieses Verständnis dieser Verbliebenen. Und er sagt, ja, das geht sich alles nicht aus. Moses, der kommt ja nicht mehr zurück, der ist schon viel zu lange weg. Und sie bedrängen Aaron, also diesen Bruder von Moses, der diese körperliche Seite entspricht. Moses ist der eben nur schwer spricht. Das ist eben typisch für diese seelische Seite. Und Aaron, der zum Volk dann spricht, diese Botschaften, die eben Moses erhält, der ist eben ebenso im Bedrängnis und sagt, na gut, dann sammeln wir dieses Gold, also die Ohrringe der Frauen und unserer Kinder, unserer israelitischen Kinder. Und wir machen dann eine neue Führung. Das ist dann dieser Prototyp des Götzen. In der Bibel lesen wir dann, dass Aaron dieses Gold nimmt und dieses Kalb formt. Nach dem alten jüdischen Wissen wird ihm erzählt, dass in dem Moment, wo eben dieses Gold zusammengetragen wurde, also sprich nicht das Gold der Männer, dieser Seele, sondern das Gold der Frauen, das heißt dieser materiellen Welt, dieses entscheidende Gold, gewichtige, also unserer materiellen Betrachtungen. Man könnte sagen, dieses unwahrscheinlich rationale, sachliche Argumente, denen wir nichts entgegensetzen können, aus weltlicher Sicht. Und die Kinder, unsere geistigen Geschöpfe sozusagen, opfern wir, indem wir dieses Gold, diese Ohrringe den Kindern nehmen, das, was sie tragen, und dann formt sich von sich heraus automatisch von allein nach dem alten jüdischen Wissen dieses Kalb. Es bedarf nur diese Bereitschaft und schon bildet sich dieser Prototyp des Götzen alleine von selbst. Also neben diesem Wort Kalb, also dieses hebräische Wort, das mit Kalb dann übersetzt wird, dieses Wort Egel im Hebräischen bedeutet auch Kreis, so wie wir eben schlüssig und kreisrund oft in diesem Zusammenhang in der Logik argumentieren. Dieses Kreisrunde, besonders logische, erzeugt diesen Götzen. Schon auf dem Weg wird auch immer wieder gegen Kanaaniter gekämpft, wie wir auch schon im zweiten Teil im Detail uns dann angeschaut haben. Das heißt, dass diese 10 Stämme, die als Kundschafter in das Land der Kanaaniter eindringen und dann zurückkommen, die sagen, dass sie dort Riesen gesehen haben und dass man dort gar nicht leben kann. Also das sind diese Anakiter. Wir werden in weiterer Folge auch mit Riesen weiter konfrontiert.
komme ich noch drauf zu sprechen. Aber was sind die Kanaaniter überhaupt? Wie schon auch mehrmals darauf hingewiesen, das hebräische Wort der Kanaaniter heißt eben, das sind die Kaufleute. Und wir müssen letztlich unser kaufmännisches Denken in uns müssen wir ausrotten. Und letztlich ist das aus unserem gelobten Land vertreiben. Das heißt, die Art und Weise, wie wir denken, wir denken auch gegenüber unserer Seele, gegenüber Gott, wie Kaufleute. Wenn ich das tue, dann bekomme ich das. Wir haben so eine Gesinnung entwickelt, indem wir sagen, ja, wenn ich brav bin, dann komme ich in den Himmel. Also wir haben verlernt zu verstehen, dass dieses Bedürfnis, so zu sein, wie es gut ist, dass wir sind, dass das unsere Natur wird und nicht, dass wir das kalkulativ betrachten. Also diese kalkulatorische Seite in diesem Zusammenhang ist dem auszurotten. Und in diesem Zusammenhang gibt es eben diese Geschichte, wo die Israeliten gegen die Amalekiter kämpfen. Im Tal unten ist es Joshua, der eben gegen diese Amalekiter kämpft, und Mose geht eben auf diesen Berg und überblickt dieses Tal und hebt zum Gebet seine Hände zum Himmel. Und solange er die Hände hochhält zum Gebet, ist Joshua im Kampf gegen die Amalekiter siegreich. Da dieser Kampf jedoch den ganzen Tag dauert, werden die Hände von Mose schwer, und die zwei, die mit ihm mitgegangen sind, bemerken das auch, dass das unmittelbar mit der Gebetsbereitschaft oder dem Gebet von Mose zusammenhängt, unterstützen dann seine Hände, dass er nicht schwach wird, und so gelingt es letztlich, die Amalekiter zu besiegen. Und was bedeutet oder was sagt uns das eigentlich nach dem alten jüdischen Wissen ist, Amal heißt im Werken und Leisten. Also diese Amalekiter stehen für unsere Betrachtung, die eben leistungsorientiert ist. Unser Leben, wenn wir es sozusagen nach Leistung ausrichten, dann sind wir von den Amalekitern besiegt. So kann man dann auch sagen, jeder, der auf dem Weg erlahmt, also so wie Moses im Gebet sozusagen erlahmt, der fällt in ihre Hände. Es gibt dann noch eine andere Geschichte über den ersten König der Israeliten, eben der von Samuel gesalbt wird. Das ist dieser König Saul, der eben den Auftrag erhält, er muss auch die Amalekiter besiegen, aber nicht nur besiegen, sondern ausrotten. Und wenn wir das lesen im Buch Samuel, dann sehen wir, dass Saul diese Amalekiter besiegt. Jedoch er lässt den König eben am Leben, den König Agag und seine Soldaten und auch die Tiere. Scheint für uns sowas zu sein wie Mitleid oder Gnade und ja nichts Verwerfliches. Aber wir lesen dann oder wir sehen dann, dass ihm Samuel ihm diese Königsherrschaft entzieht. Also das heißt, dem König Saul wird sozusagen seine Königschaft genommen. Was bedeutet das? Wir müssen uns einmal hier vor Augen führen, also der König, der königshaft für die Israeliten ist sozusagen der verlängerte Arm letztlich in der Vollstreckung Gottes. Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass die Schöpfung auf Liebe gebaut ist und eben Saul in erster Linie in Liebe handeln soll, so ist dieser Aspekt, der leistungsorientiert ist, absolut fehl am Platz, und unter diesem Gesichtspunkt können wir verstehen, dass ihm dann diese Königsherrschaft entzogen wird. Also wir müssen in diesem Zusammenhang die Art der Sprache und diese Bilder eben verstehen, so wie eben Samuel in das Lager kommt. Er hört diese ganzen Tiere, die er am Leben gelassen hat, und letztlich ist er darüber entsetzt. Also diese Tiere stehen ihm für diese körperhafte Seite, diese Körperlichkeit. Also das heißt, Saul hat sich sozusagen dieser körperlichen Leidenschaft auf der einen Seite unterworfen, auch wenn es nach außen hin für unsere Erzählung als Mitleid wirkt. Weiters gibt es
Die Amoriter, die lesen wir von Sichon und Og, das sind eben auch Riesen, so wie die Anakiter und wie im Kampf dann bereits Saul und dann darauffolgende König David eben die Philister zu besiegen hat. Und das gelingt ihm interessanterweise, wie Sie es wissen, David, das ist der Geliebte, dem es gelingt, ihm diesen Riesen Goliath zu besiegen. Also das heißt, die Liebe schafft es. Und diese Riesen, also Amoriter, Omer steht für Sprechen, das sind die, die immer Recht haben. Also dieses Rechthaberische und in diesem Zusammenhang sehr wohl jetzt auch auf dieses sachliche, beruhende oder von mir aus wissenschaftliche, basierende Recht haben. Das wird eben übergroß aus seelischer Sicht. Das heißt, wir können gar nicht dagegen antreten, weil wir eben sagen, das ist zwecklos oder wir brauchen nicht gegen diese Dinge unsere Betrachtung sozusagen setzen. Aber das ist es ja, wir sollen uns nicht von diesen Dingen sozusagen einschränken lassen in unserer Art, die Welt zu betrachten. Also das heißt, lassen wir diese Riesen am Leben, dann sind für uns auch Wunder letztlich unmöglich. Medianiter, das sind jene, die ihre Maßstäbe, also Mieder heißt Eigenschaft und Maßstab eben für die richtigen halten. Und so passiert es auch, dass, und dann Moabiter, auf das komme ich noch zum Schluss, dass der Moabiterkönig, der dann sieht, wie erfolgreich die Israeliten gegen diese Kanaaniter vorgehen, der hat eine Idee und sagt, na, wir schicken einfach die Medianiterinnen in das Lager der Israeliten. Das passiert dann auch und die Israeliten gehen Beziehungen ein mit den Medianiterinnen. Also das heißt, übersetzt aus dem alten jüdischen Wissen, die seelischen Aspekte, Seiten gehen mit den körperlichen Maßstäben Beziehungen ein. Das ist das Gleiche, wie wenn wir im Neuen Testament im Lesen, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Also das hat nichts mit den Frauen zu tun, sondern wenn wir diese körperlichen Maßstäbe für dieses Thema der Heiligen Schriften als Maßstab nehmen, na, dann sind wir mächtig am Holzweg. Und die Israeliten werden dann von diesem Aussatz geplagt und so weiter. Also da gibt es noch viel darüber zu erzählen. Aber die Moabiter, wie ich schon darauf hingewiesen habe, Mo heißt im Mein und Ab Vater und das ist das Beharren auf diese Sippe, auf diese Gruppe, auf die eine Gruppe. Das ist eben letztlich meine Gruppe, meine Nation, mein Vaterland, meine Religion. Das ist dieser gelebte Nationalismus, auch so wie wir ihn heute in Israel erleben. Das hat nichts mit einem gottgewollten Krieg zu tun. Jeder Mensch, der stirbt, ist, dass ein ganzes Universum untergeht. Und abschließend, was bedeutet das Land Kanaan? Es ist sozusagen ein anderes Bild für das Paradies. Wir haben schon in der Offenbarung des Johannes mehr, also über die andere Sicht eines Paradieses, das neue Jerusalem erfahren. Warum hier eine Stadt oder Stadtnamen dafür verwendet wird, das können Sie im 7. wieder über diese Frauen in der Offenbarung erfahren. Und der Unterschied zu unseren christlichen Betrachtungen oder westlichen Betrachtungen, wir denken das Paradies immer entkoppelt sozusagen von unserer Realität. Wie schon darauf hingewiesen, im alten jüdischen Wissen läuft das parallel. In dem Moment, wo wir vom Baum der Erkenntnis nehmen, besiedeln wir das Kanaan, das gelobte Land mit diesen Kanaanitern und deswegen sind sie auch auszurotten. Nun haben wir dieses Thema Ägypten bis Kanaan behandelt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließend sehen Sie noch den Verweis auf Literatur, Facebook-Gruppe, Mail und den YouTube-Kanal mit den Videos und das Buch als E-Book und Printversion, die Rezensionen, die bei Einspielen einer neuen Version leider immer verschwinden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.